Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um das Thema Keil-Rippenriemen wechseln, und zwar den für die Klimaanlage. Und zwar, was ist das für ein BMW? BMW E60 3-Liter-Maschine, beziehungsweise E60, E61. 61 wäre ja der Kombi. Den Motor gibt es da auch. Der Diesel, ein 3-Liter Dieselmotor, 145 kW und Hubraum, ja, 3 Liter. Und hier geht es einmal drum, wenn bei euch der Riemen zum Beispiel, er hat ja zwei Riemen. Er hat einmal den Riemen zum Beispiel für Generator, was geht dann noch, Servo wahrscheinlich, was auch noch immer da alles durchgeht, Wasserpumpe eventuell, glaube ich. Und einen, der nur für Klimaanlage ist. Und den haben wir durchgeschnitten, weil wir hier den Turbo ausbauen mussten. Da muss man den Klimakompressor zur Seite machen. Deswegen durchgeschnitten oder bei euch vielleicht abgerissen oder ihr wollt ihn einfach mal tauschen. Das Problem ist, er hat keinen Spanner. Das bedeutet, er wird einfach mit sehr viel Kraft aufgezogen. Der ist elastisch, bisschen, also ziemlich, wie soll ich sagen, elastisch, also mit sehr viel Gewalt elastisch. Und man hat da keinen üblichen Spanner, den man zur Seite drückt und den Riemen ordentlich abnehmen kann, sondern man muss ihn quasi mit Gewalt oder mit Kraft einfach über die Schwungscheibe drüber ziehen. Wie das Ganze aussieht, würde ich euch gerne zeigen. Wir haben das auch bei dem Video gemacht, wo wir den Turbo gewechselt haben. Da haben wir das, glaube ich, mit einem Schraubenzieher gemacht, was nicht so fachmännisch ist. Da gibt es nämlich Werkzeug für, um das Ganze vernünftig zu machen. Und zwar benötigt ihr wenigstens, wenn ihr das sogar mit einem Schraubenzieher machen wollt, wenigstens einmal hier diesen Kurbelwellen Adapter, sage ich jetzt mal, wo man die Kurbelwelle mitdrehen kann, vernünftig. Der wird dann einmal auf die Kurbelwelle draufgesetzt. Kauflink unten in der Videobeschreibung. Von Stahlmax, und zwar der KT 166. Und in Verbindung mit dem, um das Ganze rüberzuziehen, benötigt man den 113839 von Stahlmax. Kauflink unten das Ganze. Mit dem Rabattcode VITYAWOLF könnt ihr euch das Ganze zulegen und das Ganze selber wechseln oder mit einem Schraubenzieher drüber ziehen, was nicht sehr gut ist, weil man könnte mit dem Schraubenzieher die Laufbahn quasi von der Schwungscheibe oder von dem Keil, von dem Klimakompressor kaputt machen oder, sag ich mal, verziehen, und dabei kann es passieren, dass wenn der Riemen dann die ganze Zeit draufläuft, sich dann schneller abnutzt oder reißt. So, und wir wollen den jetzt einmal wieder drauf machen, und da nehme ich euch einmal mit, wie das Ganze draufgezogen werden kann, weil abmachen ist ganz einfach abschneiden, dann habt ihr ihn ab. Aber drauf machen ist wiederum schwierig. Und zu empfehlen ist es, den immer neu zu machen, egal was ihr da machen müsst, ob Klimakompressor wechseln, ob Turbo ausbauen. Wenn ihr diesen Riemen abmachen müsst, macht ihn einfach immer neu. Weil abmachen ist Krampf, drauf machen ist Krampf, aber mit einem neuen, der elastischer ist es immer besser. Und der ist jetzt nicht wirklich so teuer. Kauflink unten in der Videobeschreibung, das ist der 4PK 850. So, und wie das Ganze von unten aussieht, würde ich euch gerne zeigen, und ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben, und deswegen haben wir uns überlegt, für die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer, und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können, und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt: 50-Euro-Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive-Gutschein oder Amazon-Gutschein, werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt,
Da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt, oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. So, ich versuche euch so gut wie möglich mitzunehmen. Hier ist nämlich nicht gerade viel Licht oder viel Platz, um hier zu filmen. Aber so sollte es doch irgendwie gehen. So, hier seht ihr die Schwungscheibe. Hier seht ihr den einen Riemen und hier kommt der elastische Riemen drauf, wo einfach kein Spanner ist. Und wir müssen die Kurbelwelle, die Schwungscheibe, die vorne dran ist, da sind Schrauben dran. Und mit diesem Adapter können wir das Ganze hier einmal draufsetzen und dann können wir die Schwungscheibe schon mal drehen. Mit einer 10er Nuss. So, mit einem Kreuzgelenk kommen wir da dran. Jetzt müssen wir den Riemen einmal draufsetzen. Hier. Und einmal oben. So, ich mache den jetzt einmal kurz raus, damit man sehen kann, wie ich den oben ansetze. So, der Adapter ist magnetisch. So kommt er drauf, aber oben. Quasi. So sieht das dann einmal aus. So sitzt er dann oben auf der Schwungscheibe. So. Das machen wir jetzt mal. So. Und wenn wir das Ganze angesetzt haben, so sollten wir das da drauf gedreht bekommen. Klack. Und dann haben wir ihn drauf. So. Dann haben wir es drauf. Also ich habe die mittlere Ratsche mit einer 10er Nuss. Dann kommt man da eigentlich gut dran. Und das Ganze einmal verlängert mit einem 32er Schlüssel. 32er Ringmaulschlüssel. Ja Leute, und so in etwa könnte das Ganze aussehen, wenn man den Riemen wechseln möchte. Ja, braucht man ein bisschen Power, ein bisschen verlängern das Ganze. Und ja, wenn Fragen sind, alle Fragen in die Kommentare. Alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!